Hallo Freunde, heute gibt es eine Premiere hier auf meinem Kanal, denn ich habe es wirklich getan. Ich habe zum ersten Mal selbst Stücke aus meiner Sammlung zum Grading weggeschickt. Was es damit auf sich hat, warum ich mich entschieden habe, die Teile graden zu lassen, wo ich sie graden lassen habe und viele weitere interessante Fakten, die seht ihr jetzt alle, wenn ihr dran bleibt. Ja Leute, es ist noch gar nicht allzu lange her, da hatte ich euch ein Video vorgestellt, in dem ich meine erste gegradete Figur gezeigt habe. Diese Figur hatte ich gekauft, schon fertig gegradet in einer Sammlergruppe auf Facebook und ich habe die Figur damals, oder wie gesagt, ist noch gar nicht so lange her, gekauft, weil sie auch ohne Grade wahrscheinlich genauso viel gekostet hätte und deswegen, da ich sie sowieso in ein Acrylcase zur Sicherung gepackt hätte, fand ich das Angebot super und habe mir diese Figur gekauft. Daraufhin habe ich ein Video gemacht und habe ja so ein paar Fragen gestellt, wieso man denn überhaupt graden lassen sollte etc. Und weil das ist sowas, was mir nicht ganz klar geworden ist oder klar war. Nichtsdestotrotz, nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, war es die Power of the Force, die mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, die Star Wars Convention in Köln dieses Jahr, denn da habe ich German Toy Grader kennengelernt, den Olli und den Fabian. Die haben zusammen beim Stand von Steinedorf gestanden und ja, wie mir der Name schon sagt, sie graden Toys. Und mit denen habe ich mich lange unterhalten und habe so einige kritische Fragen gestellt und der Olli war da sehr, sehr aufgeschlossen und wir sind dann immer so, auch die folgenden Tage, Wochen dann so ein bisschen im Kontakt gewesen und was soll ich sagen, dann habe ich es mir nicht nehmen lassen und dachte, ich grade meine Figuren jetzt. Nicht alles, um Gottes Willen, aber ich habe so ein paar Stücke, die ich sowieso in Acryl packen möchte. Und bevor ich sie einfach jetzt irgendwo Sonderanfertigungen kaufen muss, weil es halt keine Standardfiguren sind und das halt auch recht teuer ist, lasse ich sie halt auch graden. Zudem hat der Olli mir, wie gesagt, sehr, sehr viele nützliche Hinweise gegeben. Bevor ich das Paket jetzt auspacke, ich zeige es jetzt mal kurz in die Kamera. Hier ist es, ja, GTG, German Toy Grader, möchte ich euch noch ein bisschen was, ich stelle es erstmal wieder runter, zu GTG erzählen. Ja, wie gesagt, die Firma besteht aus dem Olli und den Fabian, wurde im Juni 2023 gegründet, hier in Deutschland, also noch ganz, ganz frisch und sind am 31. März 2024, also dieses Jahr, online gegangen. Das heißt, die Firma ist noch relativ frisch, aber machen eine richtig geniale Arbeit. Der Olli hat Erfahrung von über 30 Jahren als Sammler, also auch Vintage Toys. Hauptaugenmerk ist Star Wars Vintage. Ich blende euch alles ein, beziehungsweise schreibe es unten, die Webseite etc. alles unten in die Videobeschreibung rein. Geht mal auf die Seite, checkt die Seite aus. Sehr sympathisches Team, macht richtig Spaß mit ihnen zu kommunizieren. Auf der Webseite werdet ihr sehen, sie bieten Crates für Star Wars an, für Star Wars Vintage. Lose Figuren, Mock-Figuren, also original verpackte Figuren, Fahrzeuge, original verpackte Fahrzeuge, Figuren mit Waffe, Figuren ohne Waffe etc. Ja? Ihr könnt Sonderanfertigungen machen lassen, indem ihr vielleicht eine Trading Card zur Figur packen wollt etc. Wie gesagt, alles das. Es gibt auch eine Preisliste, eine Rough, also eine grobe Preisliste auf der Seite. Wenn ihr da irgendwas nicht findet, schreibt die beiden an. Ja, ihr bekommt immediately, ich bin jetzt ein bisschen im Englischen drin irgendwie, also sofort eine Rückmeldung innerhalb von kürzester Zeit mit der Sache, was es halt gegebenenfalls kosten wird, das Ganze zu graden. Ja, wie gesagt, spezialisiert auf Star Wars, aber ich habe mit dem Olli schon gesprochen, es wird auch andere Toylines ins Portfolio mit aufgenommen werden. Gestartet sind sie jetzt mit Star Wars, aber solltet ihr Figuren graden lassen wollen, außerhalb des Star Wars Universums, so wie ich es gemacht habe, hier sind keine Star Wars Figuren in dem Paket drin, dann sprecht die beiden an, fragt nach, ob das möglich ist.
Und sie werden euch dann schon sagen, ob oder ob es nicht möglich ist. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, die Cases oder beziehungsweise ich habe halt auch gefragt, wieso soll ich denn bei euch graden lassen? Ja, es gibt ja AFA zum Beispiel in den USA, die ja das Grading mehr oder weniger erfunden haben. Ja, und natürlich, das eine ist die Wartezeit, denn bei German Toy Grader wartet ihr kein Jahr, kein 1,5 Jahre oder wie lange, bis euer Grading zurückkommt, sondern ihr wartet 5 Wochen und 3 Tage. Auch das steht auf der Webseite drauf, also Bearbeitungszeit natürlich, ihr schickt das Paket hin, wenn es angekommen ist, 5 Wochen, 3 Tage, dann geht das wieder zu euch zurück. Die Zeit müsst ihr natürlich noch mit einrechnen, die Versandzeit. Ich finde es einfach Wahnsinn. Ja, natürlich spart ihr die ganzen teuren Portokosten, wenn ihr ins Ausland schickt. Das fällt natürlich weg. Ihr habt ja ganz normal Versand mit DHL, weiß nicht, Päckchen oder Paket 6,99. Ja, anstatt halt irgendwie 20, 30, 40 Euro. Ihr habt keine Zollgebühren etc. Ja, also all das spart ihr. Ihr bekommt automatisch, und das ist auch bei den anderen Grading-Firmen nicht unbedingt der Fall, ihr bekommt automatisch Cases mit UV-Schutz, mit dem höchsten UV-Schutz von 96,4%, glaube ich. Ja, also müsst ihr nicht zusätzlich buchen, und das war mir auch wichtig, weil ich möchte natürlich, wenn ich die Figuren schon in den Case packe, die ins Regal stellen und dann nicht irgendwann sehen, oh, die ist ja doch ausgeblichen oder sowas, sondern die ist wirklich fast zu 100% im Case UV-Licht geschützt. Ja, also da kommt dann nichts dran. Und natürlich habt ihr ein schönes, Einzelstück nenne ich es mal, denn natürlich, wie man es beim Grading kennt, die Figuren oder die Fahrzeuge, die Sets, was auch immer ihr graden lasst, bekommen dann natürlich eine Bewertung, ja, auf einer Skala. Zusätzlich bekommt ihr eine Archivnummer. Das zeige ich euch gleich. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Ich weiß nicht, wie meine Sachen gegradet wurden. Das zeige ich euch gleich. Ja, und mir selbst natürlich auch. Ja, bekommt eine Archivnummer, die in dem Case dann halt auf diesem Sticker vermerkt ist. Auch das zeige ich euch gleich alles. Und dann könnt ihr auf die German Toy Grader Seite gehen, www.germantoygrader.com, German Toy Grader in einem Wort, ja, und könnt aufs Archiv gehen, gebt da die Archivnummer ein und dann bekommt ihr eure Figur, eure gegradete Variante angezeigt mit dem Grade, was sie hat, mit Fotos von dem Ganzen und so weiter. Ja, das dient natürlich zum einen als, ich nenne es jetzt mal Echtheitszertifikat, zum anderen natürlich auch, solltet ihr irgendwann diese Figur nicht mehr haben wollen, solltet ihr sie weiterverkaufen wollen, ja, kann der Käufer jederzeit oder könnt ihr dem Käufer jederzeit die Echtheit garantieren, indem der Käufer einfach selbst auf die German Toy Grader Seite geht, gibt die Nummer ein und sieht, dieses Teil, dieses Schmuckstück wurde wirklich gegradet. So viel dazu, Leute. Ja, also German Toy Grader, schaut unbedingt mal vorbei. Die Preise sind echt super. Ja, die Jungs machen eine mega geile Arbeit. Ich habe schon einige gegradete Figuren von den beiden gesehen. Also wie gesagt, auch individuelle Sachen. Fragt einfach an, wenn ihr was gegradet haben möchtet. Ja, und seht, wie die Response, wie die Antwortzeit von den beiden ist. Es ist einfach gigantisch. So, jetzt kommen wir aber zu meinem Paket hier. Es ist bombenfest verpackt, es wackelt 0,0 da drin und ich schneide das Ganze jetzt auf. Ihr seid jetzt live dabei. Ich mache extra keine Schnitte hier, damit wir wirklich halt hier live sind. 1:1 seht ihr das, was ich auch sehe. Und ich schneide es jetzt auf. Erste Seite. Jetzt bin ich hier drüben. Vielleicht bin ich aus dem Bild. Ich weiß es nicht genau. Zweite Seite. So. Schon mal auf und jetzt schneiden wir es auf. In der Mitte und jetzt haben wir es fertig. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt packen wir es einmal aus und gucken, was ich bekommen habe und was für ein Grade es auf jeden Fall bekommen hat, Leute. Ich bin gespannt. Hier ist einmal ein Brief drin. Der ist an mich adressiert. So. Dienstleistung Grading von Sammlerstücken, bla 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 bla. Oh, okay, es steht Gott sei Dank nicht drauf, was es für ein Grade ist. So. Es steht nicht drauf, was es für ein Grade ist. Aber das packen wir jetzt erstmal zur Seite. Und dann gucken wir erstmal, wo das Ganze hier ist. Ganz viel Verpackungsmaterial, das schmeißen wir jetzt einmal rum. Und
Ja, also verpacken können Sie, wenn das Grading jetzt genauso perfekt ist, wie ich es gesehen habe auf Fotos von Freunden, Bekannten. Hier müsste eine Figur drin sein, die ich gegradet lassen habe oder graden lassen habe. Und hier ist die andere und die ist halt groß. Deswegen packen wir es mal raus. So, hier ist es schon. Vielleicht könnt ihr könnt es wahrscheinlich nicht erahnen hier, aber es ist nochmal in Folie, in Luftpolsterfolie drin. Das müsste leer sein. Dann stelle ich den einfach mal zur Seite, in der Hoffnung, dass hier nichts umfällt. Oh, so. Hier hat alles live hier. Und dann gucken wir mal, wie wir die Folie aufbekommen. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die können Luftpolsterfolie weder anfassen noch den Ton hören. Für den Fall der Fälle, dass ihr so welche seid, schaltet mal kurz den Ton aus. Aber ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich. Und deswegen haltet ihr mir hier die Stellung mit mir zusammen. Wie gesagt, boah, das ist echt super verpackt. Das ist echt super verpackt. Und natürlich auch das Case nicht zerkratzen. Oh, da haben wir es schon. Da haben wir die Öffnung. Wie gesagt, es gibt ja keinen Zeitraffer oder sonstiges. Es passiert alles in Echtzeit. Ich nehme jetzt extra die Zeit dafür. Und ganz wichtig zu erwähnen, es gibt jetzt hier auch kein Freundschaftsgrade oder sowas halt. Ja, das Ganze wurde professionell von den beiden bewertet. Ja, so wie sie jede andere Figur, Ware, Fahrzeug, was auch immer auch bewerten. Boah, das ist gut verpackt. Aber ich habe es gesagt, deswegen ziehe ich es durch. Es gibt keine Schnitte, nichts hier. Vielleicht ist das ein bisschen laut, aber live dabei sein ist doch alles, oder? Und ich habe es. Fertig. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt gucke ich. Oh, ist das geil. Und ich habe... Leute, leck mich am Ärmel. Ich habe ein Rambo, wie könnte es anders sein? Sylvester Stallone Rambo, 1986 von Arco Toys, eine Fahrradhupe als Rakete hingeschickt. Ja, das Teil ist MOC oder MISP, also Mint in Sealed Box, war noch nie ausgepackt. Ja, und sie haben es mir in dieses wunderschöne Case reingetan. Hier wackelt nichts, aber ich zeige euch jetzt gerade mal das Grade, was ich bekommen habe, weil das ist das richtig Geile. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt hier unten. Ich gucke mal, dass ich Fotos mache. Das sieht man wahrscheinlich nicht. Ich habe einen 90er Grade bekommen. Ist das nicht geil? Ein 90er Grade. Das ist der Hammer. Das ist richtig cool. Und ich habe eine Archivnummer. GTG Arco Rambo 1986 Mint in Box Horn with Rocket Light Up. Und ich finde es richtig geil. Made in Germany steht auf dem Sticker drauf. Also richtig, richtig cool. Richtig geiles Ding. Ja, richtig schön hier, wie gesagt. Seht ihr hier die Box eingepfercht in dem Acryl. Ja, oben schön. Ich finde es richtig klasse. Und das ist ein 90er Crate. Und jetzt bin ich gespannt, was hier drin ist. Beziehungsweise ich weiß ja, was drin ist, aber was für ein Crate das Ganze bekommen hat. Geht's auf? Wie geht's auf? Wie geht's auf? Wie geht's auf? Wie geht's auf? Der Karton. Ach so, okay. Nochmal hochziehen. Hier, wie ihr schon wisst oder wie ihr vermuten könnt, hier ist was Kleineres drin. Hier ist was Kleineres drin. Und ich muss es wieder aufschneiden. Und diesmal reicht es wahrscheinlich, wenn ich es hier oben aufschneide und den Aufkleber durchschneide. Dann sollte es soweit sein. Hier unten auch nochmal. Gucken, dass ich nicht auf den Blister schneide. Natürlich. Ganz vorsichtig. Und da haben wir es. Ach nee, hier ist nochmal ein Aufkleber. Also wirklich Bomben verpackt. Also richtig klasse. So. Und ich habe ein Grade von 80 plus für
diese Ertl Rocky Metallfigur oder Spritzgussfigur von 1981, ich dachte 82, ich sehe gerade hinten drauf 1981. Ist das nicht geil? Sieht das nicht cool aus? Ist das nicht klasse? Vielleicht seht ihr den Aufkleber 80 plus und da steht auch, die Karte hat 80, der Blister hat 85 und die Figur hat 80. Ja, also C ist mit Sicherheit Card, B ist Blister und F ist Figure, also Figur. Und hat einen 80 plus Grade bekommen. Ich bin hellauf begeistert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, Leute, es wird nicht das erste, beziehungsweise es war das erste, aber es wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich meine Schmuckstücke zu German Toy Crater hingeschickt habe. Wie gesagt, es ist total klasse. Ich freue mich gerade richtig. Die beiden bekommen einen Ehrenplatz. Wie gesagt, 96,4% UV geschützt jetzt hier. Ich kann das gute Stück einfach ins Regal stellen und er wird auch in 10, 20, 30 Jahren, ich klopfe jetzt mal auf Holz, genauso aussehen wie jetzt. Ich finde es total klasse. Also nochmal Fabian, Olli, vielen, vielen Dank für dieses tolle, ja, Grading, für diese tolle Arbeit, die ihr gemacht habt und bisher auch geleistet habt. Sollte trotzdem jemand von euch was hinschicken und sollte unzufrieden sein, sollte es was zurückkommen, sollte was kaputt sein, sollte das Case gebrochen sein, was auch immer, dann nimmt Kontakt auf mit dem Fabian, mit dem Olli, schildert das Ganze, schickt ihnen Fotos, also die werden auch schon sagen, was zu tun ist. Und der Olli hat gesagt, normalerweise sind sie sehr, sehr kulant und sie gucken sich das Ganze an und im Regelfall wird das Ganze einfach nochmal kostenfrei neu gegradet, beziehungsweise neu verpackt. Also Leute, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können übers Grading, über German Toy Crater. Wie gesagt, schaut vorbei, www.germantoycrater.com oder .com heißt es ja hier bei uns. Ja, schaut euch die Seite an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne zu mir kommen. Ich vermittle gerne den Kontakt. Ansonsten, wie gesagt, auch auf der Homepage stehen natürlich die Kontaktdaten von German Toy Crater drauf. Und schaut euch das Ganze an. Es ist es auf jeden Fall wert. Ich finde es richtig klasse, freue mich richtig darüber und ja, Grading macht mir mehr und mehr Spaß, muss ich sagen. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freue mich schon auf eure Kommentare. Unten reintippen jetzt. Ja, was haltet ihr vom Grading? Was haltet ihr von German Toy Crater? Habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit German Toy Crater? Ja, lasst mich alles wissen. Ich freue mich über einen regen Austausch mit euch. Und ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut. Euer Retro Raune.